Servus ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ich ein Osternest aus süßem Germteig mache. Der Germteig besteht aus glattem Mehl, Trockenhefe, etwas Salz, Vanillezucker, geriebene Orangenschale, Zucker, Honig, lauwarme Milch und Butter. Alle Zutaten nacheinander in eine Rührschüssel geben und zu einem glatten Teig verkneten. Ich verwende meine heißgeliebte Küchenmaschine dafür, ihr könnt aber auch einen Handmixer mit Knethaken verwenden. Den fertigen Teig zugedeckt an einem warmen Ort so lange gehen lassen, bis er doppelt so hoch ist. Den Teig nach dem Gehen einmal mit der Faust zusammenstoßen und auf eine bemehlte Arbeitsfläche legen. Nochmal alles schön durchkneten, von außen nach innen immer einschlagen, bis eine schöne Form entstanden ist. Den Teig in 6 gleiche Stücke teilen und aus den einzelnen Teilen ca. 50 cm lange Rollen formen. Ich bin keine gelernte Bäckerin, deswegen verzeiht mir bitte, dass die Rollen nicht gleichmäßig aussehen, aber das ändert ja nichts an dem Geschmack. Aus jeweils 3 Rollen werden 2 Zöpfe geflochten.
Oben und unten die Enden immer fest zusammendrücken, damit der Zopf nicht auseinander geht. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech werden die 2 Zöpfe übereinander gelegt und zugedeckt nochmals 15 Minuten ruhen lassen. Vor dem Backen lege ich einen mit Wasser befeuchteten Backpapierbogen zusammengeknüllt in die Mitte, damit mein Osterkranz die Form behält. Zum Schluss mit Eigelb bestreichen und mit Hagelzucker bestreuen. Der Kranz kommt dann bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen und ist circa nach 30 bis 35 Minuten fertig. Viel Spaß beim Nachmachen, liebe Grüße, eure Vicky!